Seid ihr bereit für die leckersten Churros-Schnitten der Welt? Ich liebe Churros über alles und ich habe mir gedacht, warum mache ich nicht einfach Schnitten draus? Also lasst uns direkt mal starten. Kommt mit! Für dieses geniale Rezept werde ich jetzt eine Cheesecake-Masse zusammenrühren, und zwar nehme ich da Doppelrahmen-Frischkäse. Ich nehme daher am liebsten Philadelphia, der schmeckt halt sehr salzarm. Aber ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendeinen Lieblingsfrischkäse habt. Und da rühre ich dann Sahne, Zucker und Vanilleextrakt dazu. Leute, Vanilleextrakt ist der Geschmacksträger hier im Rezept. Später kommt auch noch Zimt dazu, weil Churros werden ja später in Zimtzucker gewälzt. Aber ich möchte Zimt noch nicht im Teig haben, der kommt gleich erst zum Einsatz. Ich habe das Ganze jetzt in meinem Schneebesen verrührt, aber auch nur kurz, also das waren jetzt 10-15 Sekunden. Rührt halt nicht zu lange, damit der Frischkäse nicht flüssig wird und dann sonst ärgert ihr euch und das möchte ich nicht. Und ist es viel Vanille? Ja, es ist viel Vanille, aber ohne Vanille macht das ganze Rezept keinen Sinn und es schmeckt so gut. Hier sieht man auch richtig diese Vanillepünktchen. Sarah, kannst du mal ranzoomen? Das sind mal Vanillepünktchen. Genau so muss das aussehen. So, ich mache jetzt noch 2 Zutaten rein. Und zwar Speisestärke, brauchen wir für die Konsistenz. Ich siebe die Speisestärke auf jeden Fall nochmal, damit da nachher keine Klümpchen entstehen. Und dann kommen noch 2 Eier dazu. Und die ganz genauen Mengenangaben, die schreibe ich euch wie immer unten in die Infobox. Den Teig jetzt einmal kurz zur Seite legen, den brauchen wir gleich wieder. Ich habe jetzt auch schon Zimt und Zucker miteinander verrührt, das brauchen wir nämlich jetzt. Und was wir auch benötigen, ist dieser Croissant-Teig. Ja, ihr seht einen fertigen Teig hier bei Kikis Kitchen, aber dieses Rezept wird euch umhauen und es soll einfach so praktisch und einfach wie möglich sein. Und nein, ich finde persönlich, es lohnt sich nicht, jetzt einen Croissant-Teig anzukneten und nehme dafür eben diesen aus dem, wo habe ich es her? Aus dem Kühlregal, genau. Und jetzt einfach öffnen. Ich mache so, dass ein Teil unten auf den Boden kommt, dann kommt Zimtzucker drauf und dann kommt der andere Teil quasi nochmal on top. Übrigens, dieser Teig, dieser Knack- und Backteig, den gibt es aber von verschiedenen Firmen, der kommt immer in so einer super langen Form. Also ihr rollt den aus und dann ist es halt super lang. Und wir wollen das ja ein bisschen anders geformt haben. Daher in der Mitte einfach einmal durchschneiden mit dem Messer. Und wenn ihr das dann so übereinander legt, dann habt ihr eigentlich die perfekten Maße. Ich nehme jetzt hier meinen verstellbaren Backrahmen aus meinem Shop, verlinke ich euch unten in der Infobox. Und habe jetzt hier auch mein Backblech mit einem Backpapier. Dieses Backblech ist auch aus dem Shop, das ist das, was super gerade ist. Also wenn ihr so ein gewölbtes habt, dann passt bitte auf, nicht, dass ihr euch ärgert, dadurch, dass durch die Wölbung dann irgendwie die Cheesecake-Masse rausfließt. Das wäre nicht so schön. Und jetzt ganz easy, Zimtzucker einfach hier auf dem Backpapier verteilen. Und da kommt dann gleich einmal dieser Croissant-Teig oben drauf und dann mache ich den Backrahmen drumherum. So, den zweiten Croissant-Teig legen wir da jetzt einfach oben drauf. Die Cheesecake-Masse ist jetzt nicht so fest, die ist auch nicht so flüssig, aber trotzdem müsst ihr aufpassen. Ich breite das mal aus und die sind ja schon quasi vorgeschnitten, dadurch, dass es ja eigentlich Croissants werden sollten. Daher auch hier wieder in der Hälfte gleich einmal durchschneiden und am besten hier auf der Arbeitsfläche schon mal so diese Löcher ganz leicht zusammendrücken. Dann legen wir das oben drauf und dann kommt noch Zimtzucker darauf. Und dann backen wir es auch schon. Ich kann euch ja schon mal die Backzeit verraten. 180 Grad Ober- und Unterhitze, heizt den Ofen schön vor und da brauchen die Churros-Schnitten ca. 30 Minuten.
klagen sie auch regelmäßig über ausgelaufenen Teig, Churros-Schnitten, die nicht funktionieren und einfach zu frustrierenden Ergebnissen führen? Setzen Sie dem ein Ende. Machen Sie die neue Rezeptur von Kikis Churros-Schnitten. Oh, das ist so heiß. Und der Frust gehört der Vergangenheit an. Fertig sind die Churros-Schnitten. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum stehen hier 2 Bleche? Ist die Kiki wieder so gefräßig, dass sie sich direkt 2 gemacht hat? Nein, also das war mein Rezeptexperiment. Das war ein Fail. Ich werde es trotzdem essen. Es sieht halt nur nicht so schön aus. Hier ist sehr viel ausgelaufen. Der Teig, also diese Cheesecake-Masse war einfach zu flüssig und die Backzeit hat nicht gepasst. So. Und das ist meine perfektionierte Variante, die ich euch natürlich heute präsentiere. Und ganz wichtig ist, dass ihr das komplett auskühlen lasst. Ich weiß, das ist immer der schlimmste Part und man hat nie Geduld, nach dem Backen das noch auskühlen zu lassen, aber erst dann wird er fest und erst dann kann man da auch so richtig schöne Stückchen rausschneiden und später gibt es natürlich wieder den Taste-Test mit Hamza. Hamza hat nämlich noch nicht probiert, also noch gar nicht und ich bin einfach nur gespannt, wie er sie findet. Okay, Hamza, wir machen jetzt den Taste-Test. Ich bin einfach nur so gespannt. Ich bin richtig aufgeregt, weißt du? Ich bin aufgeregt, weil ich ein neues Oberteil habe. Also, ich muss sagen, ich habe es probiert. Ich bin durchgedreht. Aber ich bin Ehrlich, das ist so krass? Hamza, krass ist gar kein Ausdruck. Also Leute, die hat mir gerade gesagt, das wird das nächste oder der nächste Trend. Das wird der nächste Hype. Das habe ich so beschlossen. Erstmal, wer das nicht probiert mit so wenigen Zutaten und so einer einfachen Zubereitung, ist selbst schuld. Churros? Das sind Churros-Schnitten. Besser gesagt, innen drin ist so an einem Cheesecake angelehnt. Also boah, einfach alles, was ich liebe. Ich liebe Churros, ich liebe Cheesecakes. Ciao. Das ist das nächste Ding, Leute. Ey, das ist auch so, kann das sein, das ist ein bisschen wie San Sebastian ist, so weich? Ja, das ist sehr weich, ja. Oh, guckt euch mal das an, Leute. Das ist an, richtig weich. Boah, also, schmeckt so gut. ich bin richtig gespannt. Hast du noch nicht? Ich habe ein richtig großes Stück. Ey, das ist krank. Der Geschmack, als würdest du auf einem Churro und auf einem New York Cheesecake beißen, nur noch geiler. Nochmal auf ein anderes Level. Bist du sprachlos? Feuerwehr. Ey, so die Feuerwehr kommt schon. Das Ding ist heftig. Ohne Witz, Kiki, das schmeckt richtig geil. Ich kann gar nicht aufhören zu essen. Ich habe gerade schon ein Stück gegessen. Es schmeckt so heftig. Also ich finde das richtig lecker. Ich finde es richtig... Nicht von dieser Welt. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde das schon krass. Für alle, die sich das jetzt gerade nicht vorstellen können. Aber das ist was ganz Neues. Es ist was Neues, ja. Cheesecake habe ich schon 1000-mal gegessen so, und ich weiß, wie das schmeckt. Und auch sehr vanillig, ne? Ja, und das schmeckt so... Mit der Zimtnote? Keine Ahnung, das ist so geil. Also für alle, die sich das nicht vorstellen können, wir haben ja unten einmal diesen Croissant-Teig und oben nochmal on top. Unten ist das schon sehr weich, aber also gut weich. Man kommt super mit der Gabel durch. Die Cheesecake-Masse ist total soft und intensiv vanillig. Und oben drüber, diese Decke, die ist für mich ist das Highlight. Endgegner. Mir fehlen die Worte die ganze, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich bin gerade richtig perplex. So das geil. Das ist zu krass, wirklich, das ist zu krass. Ich weiß gar nicht, wie ich das definieren soll. Wo ist das jetzt? Auf welchem Level? So Champions League oder wo ist das? Weltmeister? Was gibt's dann über Weltmeister? Ey, gar nicht. Heftig. Nicht viel reden, macht's einfach nach. Einfach machen. Ich habe gemerkt, meine Reaktion zu krass. Krass, genau die Reaktion habe ich mir sogar erhofft. Entweder habe ich gesagt, er dreht durch komplett oder ist sprachlos. Und sprachlos finde ich sogar noch ein bisschen besser. Ich bin gerade beides, ey. Ich bin gleich richtig verrückt. Also was soll ich euch sagen, Leute? Wer das nicht nachmacht, selbst schuld. Also wirklich, ihr verpasst was. Einfach machen und genießen. Okay, ich sag schon mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Genau deswegen liebe ich dich. Oh. Liebe geht durch den Magen, Leute. Ja, das Macht's stimmt. eure Männer. Wir sind das beste Beispiel dafür. Hammer.